ist die erste, die nicht meine ist. Die macht super Spaß, sie geht mir voll auf den Bauch. Ich habe das Essen nicht gut vertragen. Wir kommen jetzt erstmal auf unser Leben klar. Die Wurst hat mich gerettet. Hallo, hier ist der Kai von Ich und mein Kron. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Live von der Autobahn hier. Das ist ein bisschen merkwürdig. Ich nehme euch heute mit auf einen kleinen Bayern-Roadtrip. Wir werden euch die nächsten Tage so ein bisschen mitnehmen. Es stehen 2 Freizeitparks an. Es stehen 2 Hotels an, die wir gebucht haben. Am Ende sind wir dann bei Freunden und bis dahin nehmen wir euch auf jeden Fall so ein bisschen mit. Und ich zeige dir so ein bisschen, wie man mit Morbus Crohn gut reisen kann. Ich habe, glaube ich, noch mal ein bisschen einen anderen Blick auf die Dinge als andere Freizeit-YouTuber und dementsprechend, ja, würde ich sagen, ich setze mich wieder ins Auto und dann geht's los. Viel Spaß bei diesem Vlog. Wir müssen übrigens mal darüber reden, was wir hier gerade für einen Podcast hören. Absolute Empfehlung. Ich habe das auf YouTube mitbekommen von Top voll Gold heißt der Kanal. Mega guter Kanal. Und der hat letztes Mal eine Folge gemacht über Peter Lustig und hat dort den ARD-Podcast empfohlen, den wir jetzt gerade hier auf dieser Fahrt suchten. Wir sind schon bei Folge 3 von 6. Und zwar Stars unserer Kindheit. Peter Lustig und Elfie Donnelly. Das ist die Frau von Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg. Und ja, die beiden waren ein Paar. Und wir hören jetzt gerade die Folge 3 und richtig cool, gute Empfehlung. Also wenn ihr lange Autofahrten habt oder irgendwie zum Einschlafen oder was auch immer. Naja, einschlafen weiß ich nicht, aber es zerstört nicht das Bild im Kopf von den beiden und vor allem von Peter Lustig. Aber es ist schon interessant. Ich hätte manche Sachen nicht gedacht. Also unbedingt reinhören. Wir fahren weiter und hören jetzt weiter. Mal gucken, ob wir bis Würzburg bei Folge 6 sind. Mal gucken. So, nach 4 Stunden Fahrt im Spessart, Matcha Latte in Bayern, jawohl. Der weiß-blaue Himmel lässt noch ein bisschen auf sich warten. Ist aber auch blau-weiß, glaube ich, ne? Normalerweise. Ja, jedenfalls werden wir uns jetzt noch ein bisschen hier die Beine vertreten. Ich werde langsam doch ein bisschen müde. Wir haben noch 1 Stunde Fahrt vor uns und der Regen hat nachgelassen. Ich finde es sehr schön und das Wetter sieht gerade sehr gut aus. Insgesamt wird die Sommerfahrt vielleicht so ein bisschen herbstmäßig. Das Wetter soll nicht so cool werden. Ich hoffe einfach, wir haben ein bisschen Glück. So, 1 Stunde Fahrt haben wir noch vor uns. Und ja, die beginnt jetzt. Übrigens, den Podcast haben wir jetzt pausiert. Den hören wir dann auf der Rückfahrt weiter. Er geht doch sehr nah und er ist doch sehr emotional, sehr krass. Ich habe vieles nicht über Peter Lustig gewusst. Unbedingt hören. In einem Kilometer das Ziel befindet sich rechts. So, da sind wir. Ich habe jetzt gerade nur mal ganz kurz den Rucksack hier hingestellt. Ich ziehe mal eben meine Schuhe aus. So, schönen guten Tag. Hi. Machen wir mal eine Roomtour. Also man kommt hier quasi rein. Dann hat man hier was zum Aufhängen. So, wir entdecken jetzt zusammen, weil ich habe hier noch nicht geguckt bis jetzt. Hier ist das Bad. Das ist schon ziemlich schön, das muss ich echt sagen. Hier ist mit Föhn dabei. Hallo, schönen guten Tag.
Milchglasscheibe. Das Ganze sieht von außen aus wie ein Schiff. Das zeige ich gleich aber nochmal, wenn ich das nicht gerade schon mal gezeigt habe. Dann hat man hier noch so eine Schiebetür. Hier ist die Dusche mit einer Regendusche dabei. Das sieht alles sehr, sehr schön aus. Ja, das ist schon schön und es riecht auch sehr angenehm. Ich glaube, man hat hier auch Fußbodenheizung, wenn ich das gesehen habe gerade. So, hier ist das Schlafzimmer. Auch das sehr, sehr schön und sehr ruhig. Ah, guck mal hier, da ist ein Fernseher. Ja, nicht, dass wir den jetzt brauchen, aber es gibt den. Da, so sehen die ganzen aus. Das ist ein Deluxe-Schiff, glaube ich, nennt sich das. Sehr schön. So sehen die einzeln aus. Wir haben vorne raus die Terrasse, zeige ich gleich. Hier war, glaube ich, irgendwo ein Safe. Ne, hier ist keiner. Gehen wir mal hier rum. Ach, guck mal, das sieht wie so eine Schatzkarte. Ach, wie schön. Ich mag sowas. Das war auch gerade schon schön beim Reinkommen. Ah, hier ist der Safe, okay. Ja, wir gehen mal hier wieder raus. Klein, aber fein. Dann kommen wir hier durch. Da haben wir einmal eine Kaffeemaschine, sehr gut. Kapselkaffee, nicht so gut, aber trotzdem genial. Wird genutzt auf jeden Fall. Wir haben die Aeropress nämlich nicht mitgenommen. Hier ein Tablet. Da schauen wir gleich mal in Ruhe drauf. Ich mache mal ein bisschen schneller, weil die geheime Frau steht draußen, die nicht gezeigt werden möchte. Dementsprechend, die möchte ich jetzt hier nicht so lange stehen lassen. Eine Minibar, da klingt's schon. Ziemlich cool, das muss man einfach sagen. Also die Sachen sind nicht im Preis mit drin. Wir haben aber noch ein paar Sachen dabei, die wir dann mit reinstellen werden. Hier ist ein Parkplan. Ah, den hätten wir gerade gebraucht. Wir mussten nämlich gerade suchen, wo wir sind. Sehr schön. Frühstücksgutschein haben wir auch. Und dann sieht das Ganze hier so aus. Ach, guck mal, mit einem Fernseher. Und willkommen. Das ist sehr, sehr schön. Oh, bei euch flackert es gerade. Dann hat man hier die Sitzecke. Das ist alles sehr cool. Ich glaube, hier verbergen sich nochmal Betten. Ja, so sieht das Ganze dann aus. Guck mal, hier hast du so, das ist doch schön. Für Kinder ist das wirklich sehr schön. Ich glaube, hier kommt unser Gepäck rein. Hier gibt es keinen Fernseher mehr. Hier hast du aber noch irgendwie einen Schrank, der nach da aufgeht. Ah, okay, dann hast du hier nochmal so klein. Das ist sehr, sehr schön gemacht und es riecht hier sehr angenehm. Hier ist auch noch ein Schrank. Achso, ich dachte, hier wäre noch, da ist ein Mülleimer. Okay. Ja, hier oben hat man noch einen Schrank mit ganz genau 2 Gläser. Da wir Gott sei Dank Sachen dabei haben, sind wir da nicht so drauf angewiesen. Ich habe schon gelesen, es gibt hier keine Teller oder so. Das ist ein bisschen doof. Das muss man vielleicht noch mal ein bisschen anders. Wobei man hat hier noch, nimmt man das als Teller. Ja, hier fehlt ein bisschen so diese Sachen, glaube ich. Geschirr und so. Besteck sehe ich hier auch nicht wirklich, bis auf die 2 Löffel. Wir haben alles dabei, soll mich nicht stören. Dann hast du hier halt noch diese Terrasse, die sehr cool ist. Jetzt ist es leider sehr nass, aber wir müssen gleich mal gucken, dass wir es irgendwie abgewischt kriegen und dann setzen wir uns hier auf jeden Fall nochmal hin. Das Wetter hat sich doch ein bisschen stabilisiert. Ah, der Blick. Schön. Wirklich schön. Wie voll es ist, wissen wir noch nicht so genau. Bis jetzt haben wir 2 Leute, eine Familie gesehen. Aber ja, das sieht ganz schön aus. So, ich wollte es nicht länger machen. Das Ganze ist jetzt unser Zuhause für 2 Nächte. Morgen geht's in den Park. Der Park ist genau da vorne. Man sieht auch, glaube ich, schon ein bisschen was. Ich kann das mal zeigen. Guck mal da, wenn du hier rausguckst. Da ist direkt der Park. Und ja, da gehen wir morgen rüber und werden da einen schönen Tag haben, auf jeden Fall. So, jetzt holen wir erstmal Gepäck und dann erkunden wir selber hier noch ein bisschen. Stimmt nicht, eine Sache muss ich euch noch erzählen und zwar hier Klimaanlage. Das Ding hier hat eine Klimaanlage, richtig gut. Und hier auch noch, jetzt weiß ich auch, warum es hier so frisch riecht. Ja, sehr, sehr schön.
So, wir haben gerade das Gepäck aus dem Auto geholt und ich möchte ganz gerne mal ganz kurz etwas sagen, weil ursprünglich war die Reise hier ein bisschen anders geplant. Wichtig ist mir immer, jetzt kommt so ein bisschen der chronische Part auch, dass wir den mal besprechen hier. Ne? Es ist ja auch ein chronischer Kanal, kein reiner Freizeitkanal. Ich habe Morbus Crohn. Für mich ist alles ein bisschen anstrengend immer. Ich muss sehr darauf achten, dass ich mein Energiemanagement im Blick habe, gerade so tagesmäßig auch. Deswegen ist es schon ganz cool, dass wir es mit dem Auto heute gemacht haben, dass wir so eine Roadtrip-Tour planen. Und es ist auch ganz cool, dass wir das über mehrere Tage machen, hin zu den Freunden, wo wir uns dann treffen werden. Und so habe ich mehrere Etappen und kann mir meine Energie einteilen. Man muss aber auch sagen, das Ganze, chronische Erkrankungen gehen halt auch gerne mal ins Geld. Ich achte auf meine Energie und deswegen haben wir zum Beispiel dann auch so etwas, wie, dass wir eine Nacht länger bleiben hier zum Beispiel, als nur eine Nacht. Also wir hätten ja auch morgen nach dem Freizeitpark weiterfahren können und das ist also eine Übernachtung mehr reingeplant, mehr Bequemlichkeit rein. Wir haben einen Late-Checkout später in einem anderen Hotel mit reingebucht. Einfach, damit das Ganze schön entspannt ist. Und entspannt war es hier jetzt gerade auf jeden Fall. Ursprünglich hatten wir geplant, ein Hotel zu nehmen, was direkt an der Autobahn liegt, was von hier aus 9 Kilometer ist. Und wir sind gerade an dem Ding vorbeigefahren und ich bin so froh, dass wir die teurere Variante genommen haben, wirklich. Es ist hier jetzt schon viel schöner, definitiv. Es ist aber auch viel teurer, das muss man auch sagen. Was gerade super geklappt hat, war der Check-in. Das lief alles heute Morgen schon am Telefon. Ich habe einen Anruf bekommen und dann durfte ich einen Code durchsagen, den ich gerne haben möchte für die Schlüsselbox. Und somit waren wir auch zeitlich völlig unabhängig. Wir haben mehrere Stops gemacht, wir haben Pausen gemacht, wir haben den Podcast gehört im Auto. Das war richtig toll. Und es ist halt so, ich liebe es einfach, wenn ich unabhängig bin. Und das war's hier. Wir sind jetzt einfach gerade dahin gegangen an die Schlüsselbox. Ich habe den PIN-Code eingegeben, den ich vorher durchgegeben habe, habe sofort den Schlüssel bekommen und konnte dann jetzt hier rein. Völlig zeitlich unabhängig. Kein Check-in-Zeitpunkt, den du unbedingt erreichen musst. Also das ist sehr, sehr cool, muss ich wirklich sagen. Und jetzt kommen wir erstmal schön an hier, machen das in aller Ruhe, dass wir jetzt hier auspacken und dann gucken wir jetzt gleich mal, wo das Restaurant ist. Für heute werden wir wahrscheinlich unsere eigenen Sachen essen, die wir haben, aber für morgen vielleicht das Buffet-Restaurant. Wir gucken uns das jetzt gleich mal an und dann, wenn uns das zusagt, dann werden wir das für morgen vielleicht buchen. Ja. So, 5 Stunden Fahrt, 5,5 Stunden waren es insgesamt. Wow, ich bin ganz schön müde, muss ich sagen. Wären wir durchgefahren zu den Freunden, wären wir jetzt, glaube ich, bei 7 Stunden ungefähr. Ich bin froh, dass wir jetzt hier sind. Ich weiß gar nicht, ob man sieht, da ganz hinten ist das große goldene M. Also wenn man nochmal Hunger kriegt heute Nacht, hat man eine Anlaufstelle, jawohl. Hier, so sieht das Ganze aus. Ich gehe hier nochmal außen rum. Das ist schon sehr, sehr schön. Und dann hat man hier die Terrasse. Ich muss immer so ein bisschen gucken, dass ich jetzt hier nirgendwo hinfilme, wo Leute leben. Aber ich glaube, um uns herum ist keiner. Ein bisschen doof. Das Ganze hier ist nass. Hier ist kein richtiges Dach drüber, sondern so ein Segel logischerweise. Ist ja ein Piratenschiff, ne? Wir müssen nur gucken, wie wir das gleich ein bisschen trocken kriegen, dass man hier gleich ein bisschen sitzen kann auf jeden Fall. Haben wir nämlich vor. Und das ist dann der Ausblick. Es ist schon sehr, sehr schön. Natürlich, man hört Autos, ne? Ich weiß nicht, ob man das jetzt in der Kamera hört. Ich habe das Mikro vergessen. Aber ja, hier kann man wohnen. Es ist so gut, dass wir das gemacht haben. Man merkt, dass wir in Freizeitparks unterwegs sind, oder? Achte auf die Flasche, die da steht. Was ich schon mal total cool finde, und das spielt hier auf diesem Kanal hier eine ganz besondere Rolle, ist tatsächlich, dass wenn du hier reinkommst, stehst du als allererstes vor den Toiletten. Das heißt, du musst gar nicht erst in die Häuser gehen, sondern du kannst hier einfach ganz normal auf Toilette gehen. Das ist sehr, sehr cool. Vor allem, wenn du dein Haus ganz am Ende des Parks hast. Also hier kannst du einfach drauf gehen. Fertig ist das Ganze. Also richtig gut. Und hier riecht es nach Lavendel. Überall ist hier Lavendel gerade.
Schön. Können wir mal darüber reden, dass die Sonne scheint? So darf das weitergehen die nächsten Tage. Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo. Meine Güte, was ist das dieses Jahr bitte für ein Sommer? Ich habe eigentlich sehr, sehr gut geschlafen, wurde aber zwischendurch wirklich von Platzregen geweckt und dann fiel das Einschlafen wieder ein bisschen schwieriger. Aber ey, dieser Sommer, was soll das? Es soll heute angeblich noch mal ein bisschen heller werden und schöner werden. Angeblich soll man Sonnencreme draufpacken, hat mir mein iPhone gerade gesagt. Ich weiß noch nicht wofür, aber UV-Index 4. Also ja, schauen wir mal. Ansonsten sehr schön, sehr ruhig geschlafen, wenn man vom Regen absieht. Bett war mir ein bisschen zu hart, muss ich sagen. Aber es ist völlig in Ordnung alles und es lebt sich hier echt schön. Was ich wirklich liebe an solchen Touren, die wir immer mal wieder machen, ist dieses autark sein, möglichst autark sein. Natürlich hast du hinter mir ist dieses Restaurant, da gehen wir gleich hin und gehen wir gleich frühstücken, aber du bist trotzdem so in deiner eigenen Welt. Ich habe mir gerade einen Kaffee gemacht, wir haben eine Kaffeemaschine da stehen und das ist einfach schön, so selbstbestimmt zu sein, in Anführungsstrichen. Das tut mir ganz gut, muss ich ganz ehrlich sagen, und es passt ganz gut mit meiner chronischen Erkrankung zusammen. Ne? Du wirst es wahrscheinlich kennen. So, jetzt machen wir uns fertig, dann gehen wir gleich frühstücken und dann gehen wir in den Freizeitpark, der direkt da vorne ist. Und dann schauen wir mal. Es warten, ich glaube, 6 Achterbahnen auf mich. Ich bin gespannt und nimm dich mit. Ja, ich muss noch gucken. Ich hatte die mal angeschrieben wegen On-Rides, dass ich die machen darf, damit ich euch ein bisschen was zeigen kann und euch mitnehmen kann auf die Achterbahn. Und ja, habe aber keine Antwort bekommen. Ich gucke gleich mal, dass ich irgendwie eine Antwort in der Rezeption bekomme oder so, dass ich euch mitnehme auf jeden Fall. Ja. So, Prost. So, wir sind drin, so wie viele andere Schulklassen auch. In Bayern ist ja die letzte Schulwoche vor den Ferien und das merkt man jetzt hier gerade sehr stark. So, wir gehen jetzt mal in den hinteren Teil des Parks und ja, werden einen schönen Tag hier haben. So, ersten Count gemacht. Das ist sehr schön gemacht hier, sehr schön thematisiert auch, das muss ich echt sagen. Das macht Spaß hier gerade. Jetzt gehen wir mal ins Känguru-Gehege. Oh Gott, will ich da wirklich rein? Ich weiß es noch gar nicht. Guten Tag. Mal hier rein. Freizeitpark und Tiere brauche ich jetzt nicht unbedingt, ist jetzt nicht so meins. Mir reichen die Attraktionen und da gehen wir jetzt auch auf die nächste, glaube ich, drauf. Da vorne ist ein Laufhaus, da gehen wir jetzt gleich mal rein. Oh, hier ist auch noch was. Oh, das sieht cool aus. Worauf warten wir? Nichts wie rein in dieses Abenteuer. Lasst uns interessieren und all das Leben in die Welt bringen.
So, und hier habt ihr halt direkt auch die Toiletten. In jedem Themenbereich sind Toiletten offensichtlich, wenn ich das gerade richtig gesehen habe, sonst korrigiere ich es gleich nochmal. Und ihr habt die Behindertentoilette hier auch und daneben sind die normalen. Und hier für die, die warten. So, Laufhaus hat schon mal sehr viel Spaß gemacht. Das Schöne ist, das Ganze ist hier wirklich schön mitten im Wald und das ist wirklich herrlich. Und ich möchte noch mal betonen, die Sonne ist da. Das ist wirklich schön. Oh Gott. Oh Gott. Alter, mein Kopf. Oh Gott. Und ja, nochmal. Verdienter Count. Verdienter Count. Nicht zu vergessen, dass abonnieren. Viel Spaß bei der Bahn. Alle abonnieren. Count gezählt. Schmerzhafteste Count, den ich jemals gezählt habe. Alter. So, ein paar Minuten hier gesessen und wieder zu mir gekommen. Das Ding ist wirklich, das hört man in der On-Ride-Aufnahme auch. Du knallst die ganze Zeit mit dem Kopf links und rechts, rechts und links und du kannst den nicht fixieren, irgendwie so nach hinten drücken oder so. Kopfschmerzen gerade des Todes. Mal gucken, was wir hier noch haben. Sehr schön. Ich habe ein Flutschfinger-Eis und fühl mich wie mit 10. Der Kirschgeschmack, der macht mich heiß, lässt all die Jahre gehen. Ein kleines Stück Erinnerung, gekühlt im Plastikglas. Ich habe ein Flutschfinger-Eis und einfach wieder Spaß. Okay, die ist besser als ich dachte. Oh, das Ding ist geil. So, hier gibt es jetzt einmal gebratene Nudeln mit Brokkoli und einer Curry-Thai-Soße. Ob ich es vertrage, das ist immer so eine Frage bei Freizeitparkessen, aber das seht ihr dann irgendwann später. Ich werde berichten. Aber ja, ich lasse es mir jetzt erstmal hier schmecken und vor mir steht noch ein zweiter Topf. Ja, bis denn.
So, mittlerweile haben wir 13 Uhr durch und wir haben jetzt gerade gegessen. Das war sehr lecker. Essen in Freizeitparks ist immer so eine Sache, weil man nie genau weiß, wie ist das Ganze gewürzt. Jetzt habe ich so ein Thai-Curry drin gehabt. Ich werde im Laufe des Vlogs davon mit Sicherheit erzählen, wenn ich es nicht vertragen habe. Aber meistens geht es ganz gut, jawohl. Ich gucke gerade auf die gelbe Achterbahn. Der Park ist sehr, sehr schön hier. Das muss man wirklich sagen. Schöne Themenbereiche, schön aufgeteilt. Hier und da. Ich finde schön gepflegt auf jeden Fall. Mit vielen Pflanzen arbeiten die hier, das ist schön und es ist total schön, wie viel Natur hier eigentlich ist. Wir sind ganz oben auf dem Berg, das ist richtig schön. Und ich habe gesagt, ich gucke auf die gelbe Achterbahn, die hat mich am meisten überrascht. Da hätte ich nicht gedacht, dass sie so gut ist. Ich hatte eher gedacht, so, auch das haut meinen Kopf hin und her. Nee, das war richtig, richtig schön. Werde ich vielleicht gleich nochmal fahren. Aber 2 Achterbahnen haben wir noch, die wir noch nicht gefahren sind, die ich noch nicht mal gesehen habe. Mal gucken, wo die sind. Und ja, geht's weiter. Der Tag ist noch ein bisschen. Wir haben noch ein paar Stunden, bis 17 Uhr hat der Park auf. Und wir gucken uns hier noch ein bisschen um. Sehr gut. Alter. Okay, das war krass. Oh, scheiße. Ah. So, Wasser hat sehr lecker geschmeckt. Wir sind von oben bis unten nass. Hat sich gelohnt also quasi. So, wir müssen einmal noch mal zur Verwaltung. Das machen wir jetzt. Und dann schauen wir mal noch ein bisschen hier rum. Das Wetter zieht sich langsam zu. Mal gucken. So, wir machen mal was ich sonst selten mache. Denn tatsächlich ist es genauso gekommen, wie ich es mir schon fast gedacht habe. Ich habe das Essen nicht gut vertragen. Es waren aber, glaube ich, weniger die Gewürze als das Öl, in dem es halt drin war. Während ich die Aufnahme gemacht habe, habe ich schon gedacht, warum esse ich das? Ich mache jetzt ein bisschen Pause. Ich merke gerade, hui, mein Körper fährt ein bisschen runter. Findet das nicht so lustig. Schön ist, in jedem Themenbereich sind Toiletten. Und ja, die nutze ich jetzt. Alle. Und ja, dann gucken wir trotzdem hier weiter. Wichtig ist, immer weitermachen und ja, sich davon nicht unterkriegen lassen. Das Schöne ist, in solchen Freizeitparks gibt es fast immer auch Ruheecken. Wir haben vorhin so einen Garten gesehen, so einen chinesischen Garten. Da gehen wir jetzt mal rein. Vielleicht geht es dann auch wieder danach. Jawohl. Solche Momente gehören auch dazu. Ich weiß, dass viele Leute das nie nachvollziehen können, dass ich das mache mit diesen Freizeitparks. Und trotzdem weiß ich, dass ich viele Leute damit anstecke, das auch mal auszuprobieren. Wir sind mehr als unsere Erkrankung, das ist einfach so. Und in dem Moment merke ich es jetzt gerade auch wieder, man lässt sich das nicht nehmen. Inzwischen geht's wieder, muss ich sagen. Es hat wirklich was gebracht. So ein bisschen Auszeit nehmen. Das war gerade ganz cool. Das Wetter ist richtig schön aufgeklärt und jetzt gehen wir in einen anderen Bereich. Inzwischen habe ich übrigens die Drehgenehmigung. Ich darf hier drehen, das ist sehr, sehr schön. Und ja, dann würde ich sagen, nutzen wir auch die Erlaubnis, oder? Okay, der ist leider außer Betrieb offensichtlich. Ich liebe es, wenn ich vor Achterbahnen stehe und ich den dann nicht counten kann. Naja, okay. So sieht das Ding aus. Ich habe es gesehen. Kann ich den Park nicht komplett abhaken. Schade eigentlich.
Wir haben 15 Uhr durch mittlerweile und wir haben eigentlich alles geschafft, was wir schaffen wollten. Alle Counts sind durch, bis auf den einen, aber das kann ich verschmerzen. Insgesamt sehr schön, aber wir machen nachher nochmal zum Ende des Videos auf jeden Fall ein Fazit. Aber ja, es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, das kann ich schon mal sagen. Schön. Und jetzt machen wir die wichtigste Tätigkeit, die man in einem Freizeitpark machen kann. Sitzen und gucken. Damit wir es mal so ein bisschen authentisch haben hier, ne? Es gibt auch Tee in einem Freizeitpark. Den werde ich jetzt nehmen und der wird mich jetzt wahrscheinlich ein bisschen noch weiter retten. Es geht mir mittlerweile wirklich schon besser. War vorhin halt einfach so eine kleine Attacke offensichtlich. Das Essen war ein bisschen zu schwer. Den lasse ich mir jetzt schmecken und dann gucken wir mal weiter. So, Abschlussfazit des heutigen Tages für Geiselwind und dieser Unterkunft hier. Es macht sich schon als Hintergrund sehr schön hier, ne? Das muss man schon sagen. Ja, es ist ein sehr, sehr schöner Park. Was ich in dem Park sehr gut finde, was dem Park auch sehr gut tut, ist die Aufteilung in verschiedene Themengebiete. Ich war früher noch nie hier, deswegen weiß ich nicht, wie es vorher ausgesehen hat, als das noch nicht war. Habe aber gelesen, das ist auch noch gar nicht so lange her, dass das in solche Themengebiete aufgeteilt worden ist. Dementsprechend, ja, ich finde, das tut dem Park definitiv sehr, sehr gut. Diese Unterkunft hier, wir würden sie, glaube ich, wieder buchen. Könnt ihr machen. Vielleicht nur für eine Nacht. Ich bin jetzt froh, dass wir 2 Nächte gemacht haben. Wir haben es bewusst entschleunigt, entzerrt, damit wir so ein bisschen auch Entspannungssachen mit dabei haben. Und jetzt hier noch auf entspannt zu machen, gleich nochmal schön ins Dorf zu fahren und wieder hier hinzukommen. Das tut schon ganz gut, muss ich sagen, gerade auch, weil wir gestern ziemlich lange gefahren sind. Der chronische Faktor spielt da definitiv eine Rolle. Apropos Essen, ich denke mal, es war tatsächlich vorhin so ein bisschen das Öl, in dem es gebraten wurde. Das tat mir jetzt nicht ganz so gut. Es war sehr schwer, hat jetzt nicht unbedingt die Krämpfe verursacht, Gott sei Dank. Aber das ist auch der Teil, warum ich das Ganze hier auf diesem Kanal veröffentliche und nicht auf meinem früheren Kanal Lomtro, weil einfach, es heißt ja Ich und mein Kron und genau das ist ja auch so, ne? Ich möchte aber trotzdem zeigen und ermutigen, dass es sich trotzdem lohnt, mit einer Colitis ulcerosa, mit Morbus Crohn Freizeitgestaltung zu machen, auch Freizeitparks zu machen. Ich weiß, dass einige Leute mich immer mal wieder anschreiben und sagen, ey, ich traue mich noch nicht so richtig, probier's aus. Ich hoffe, ich konnte so ein bisschen zeigen, in jedem Themengebiet ist eine Toilette. Eine Toilette ist wirklich mega schnell erreichbar. Ich kenne eigentlich keinen Freizeitpark, den wir jetzt besucht haben, wo du nicht relativ schnell auf einer Toilette bist. Also probier es bitte einfach mal aus und vielleicht hast du Spaß daran. Kann ja sein, du musst auch nicht immer alles fahren, aber ich glaube, Freizeitpark und Freizeitgestaltung an sich ist enorm wichtig bei einer CED. So, das war Teil 1 unserer Bayern Roadtrip Tour. Morgen checken wir hier aus. Und es wird dann weiter Richtung Süden gehen. Ich hoffe, es gefällt dir. Geiselwind ist heute Geschichte. Ich sitze hier noch im Seaside Resort vom Geiselwind. Wir werden jetzt packen. Wir waren gerade frühstücken. Und wir werden gleich losmachen wieder. Jawohl, heute geht's nach Bamberg. Da werden wir uns ein bisschen umgucken. Und dann geht's heute für uns noch nach Reichsbach. Der nächste Spot als Vorbereitung für morgen. Wir werden da das Hotelzimmer beziehen. Wir nehmen euch heute so ein bisschen mit wieder. Ich merke, das Ganze ist für mich doch ein bisschen kräftezehrend auf jeden Fall. Ich habe gestern, wenn du das gesehen hast, ich habe da gestern im Freizeitpark was gegessen, was nicht so ganz mit meinem Morbus Crohn zusammen matcht. Jawohl. Dementsprechend geht es mir gerade so ein bisschen. Ich habe gerade nur so ein bisschen gefrühstückt, habe mir einen Tee genommen. Es ist eine chronische Reise. Es heißt im Titel ja schon so und genauso entwickelt es sich auch. Also es ist schon außerhalb meiner Komfortzone, definitiv. Aber muss man halt auch mal machen, ne? So, ich sitze jetzt hier noch ein bisschen, dann packen wir gleich und dann geht's für uns hier raus. Es war sehr, sehr schön, wenn du eine Roomtour von dem Ganzen sehen möchtest. Es sind hier so einzelne Boote. Vielleicht siehst du das hier auch. Dann schau dir den ersten Vlog auf jeden Fall an. Da nehme ich dich einmal mit komplett durch das ganze Haus. Jawohl. So, damit geht das Ganze hier tatsächlich zu Ende. Da hinten schreien noch die Leute von der Achterbahn. Sehr schön. Für uns geht's jetzt weiter nach Bamberg. Roadtrip durch Bayern. Der chronische.
ein bisschen hier Toilettenfernseh, aber ich hoffe, man hört mich jetzt einigermaßen. Ich wollte nur ganz kurz sagen, die KI kennt mich mittlerweile so gut, dass sie mir für Bamberg ein Parkhaus vorgeschlagen hat, wo ich direkt mit meinem Behindertenschlüssel auf die Toilette gehen kann, was direkt am Parkhaus dazugehört. Ich liebe diese Zeiten mit KI. Ich muss das ganz klar sagen. Das ist echt cool. Jetzt habe ich eine Toilette, bevor wir in die Innenstadt gehen, und habe noch eine Toilette, nachdem wir in der Innenstadt waren. Das ist richtig gut, zumal gestern ja mir das Essen nicht bekommen ist. Dementsprechend chronische Realität, Bamberger Toilette. Und weil wir gerade über KI gesprochen haben, ich habe mir jetzt gerade mit Perplexity einen Rundgang gestrickt. Ist verlinkt mit Apple Karten. Ich kann jetzt einfach draufklicken und wir gehen jetzt als nächstes zu Klein Venedig. Können wir mal darüber sprechen, wie schön dieses Wetter ist? Ich sehe gerade im Display den Hintergrund auch. Es sollte total regnen und so. Ich finde es gerade richtig schön. Ich genieße es gerade. Von mir gibt's ja den Spruch, Rucksack auf, Linie ziehen und weiter. Ne? Rucksack habe ich auf, da, Linie gezogen, ist am Auto. Wir gehen weiter, bergauf. Ich hatte nicht mehr in Erinnerung, wie hoch das hier alles ist. So, wir sind da, Residenzstraße, Bamberg. Sehr schön. Und ich weiß nicht, was ich essen soll. Ich habe auf der einen Seite Hunger, auf der anderen Seite traue ich mich nicht mehr. Ich werde aber wohl, hier traue ich mich nicht zu viel Ballaststoff. Ich werde, glaube ich, die Jackfruit Bratwurst nehmen. Mal gucken. Vielleicht kann ich das Sauerkraut abgeben. Mal gucken. Aber der Ausblick ist schön hier. Guck mal. Richtig gut. Herrlich. Essen ist da, so sieht das Ganze hier aus. Ich traue mich noch nicht so wirklich. Ich habe schon gesagt, hier Sauerkraut gebe ich ab. Den Rest werde ich jetzt mal probieren und hoffe, dass es gut geht. Mal schauen. So, hier neben mir steht noch ein veganer Flammkuchen. Das ist sehr, sehr schön. Ja, so, wir lassen es uns schmecken. Guten. Ja, ich würde sagen, man kennt es, ne? Den klassischen bayerischen Bamberger Bus, so wie er halt so rumgefahren ist, früher schon, das ist ja historisch. Da war irgendwas. Es ist mir irgendwie entfallen. Ein bisschen hier durch die Touri-Hölle jetzt einmal laufen. Das Essen war sehr, sehr lecker. Es hat richtig gut geschmeckt. Und jetzt hoffe ich auch, dass es drin bleibt. Aber ich hatte Hunger. Hunger ist immer ein gutes Zeichen, finde ich. Jawohl. So,
wir verlassen jetzt Bamberg. Wir haben noch 235 Kilometer vor uns. Das heißt, wir gehen jetzt ins Auto, sind sehr dankbar über den blauen Himmel da. Und fahren jetzt weiter. So, wir sind inzwischen angekommen hier und Schlappinger Hof in Reisbach. Wenn du googelst, dann weißt du, wo es im nächsten Vlog hingeht. Jawohl. So, wir machen eine kleine Roomtour. Ich nehme dich mal mit hier. Warte, so, zack, hier. So sieht das Ganze aus. Wer kommt hier rein? Dann haben wir das. Hier unten ist ein Ventilator. Dann kommt man hier rein. Dann hat man hier die Ablagefläche für den Koffer. Dann hat man hier eine Sitzmöglichkeit mit einem Fernseher, das ist ganz okay. Man guckt raus hier auf den Marktplatz, das ist am alten Marktplatz. Ich habe das Fenster auf, deswegen hört man auch die Autos so ein bisschen. Hier, das sieht schon sehr rustikal aus, oder? Das ist schon, aber es ist schön, es ist sauber, es sieht gut aus. Hier kann man auf jeden Fall die Zeit verbringen. Hier werden wir 2 Nächte schlafen. Hier ist das Bad. Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Ich bin genauso müde, wie ich aussehe. Und dann sieht man hier quasi das Waschbecken. Genau, boah, ich kann nicht mehr reden. Ich bin so lange gefahren. Die Fahrt hat sich wirklich gezogen. Das muss ich wirklich sagen. So, dann haben wir hier die Dusche. Ich dachte eigentlich, hier wäre eine Regendusche. Ist es nicht. Ich bin schon wieder verwöhnt durch Geiselwind irgendwie. Und hier ganz normales Klo. Also eine ganz schöne Sache für 2 Nächte. Reicht das auf jeden Fall vollkommen aus. Jawohl. So. Wir kommen jetzt erstmal auf unser Leben klar hier. Das war jetzt echt nochmal anstrengend. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Wurst hat mich gerettet. Die Wurst, die keine war. Die hat mich wirklich gerettet. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ich hier so mitgeben kann, weil viele Leute mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung, die merken, hey, ich habe irgendwas falsch gegessen, ich kriege Durchfall, mein Magen rebelliert. Ich merke auch noch, dass ich so Luft im Bauch habe. Das ist nicht cool gerade. Aber das Schlimmste, was man machen kann, und das habe ich wirklich gelernt, seitdem ich auch mit vielen Ärzten arbeiten durfte für den Podcast, das Schlimmste, was du da machen kannst, ist gar nichts mehr essen. Und das habe ich mir wirklich auf die Fahne geschrieben. Ich hatte vorhin so ein bisschen Angst. Ich glaube, ich habe das auch gesagt, weil da ja auch Sauerkraut bei war. Und das habe ich so gut wie gar nicht gegessen. Das Brot, das habe ich erst später gesehen, war ein Kümmelbrot. Das war sehr gut und das tat mir dann auch wieder ganz gut. Und bis jetzt, ich muss wirklich sagen, es hat mir nochmal Kraft gegeben und dadurch konnte ich dann auch die Autofahrt ganz gut machen. Und jetzt gucken wir gleich mal, dass wir noch ein bisschen was zu essen bekommen. Und dann, hoffe ich, dass ich morgen wieder ganz normal leben kann. Das wäre sehr schön, ja, weil es war schon anstrengend. Ihr werdet das kennen oder du wirst das kennen. Das geht halt direkt aufs gesamte Immunsystem jedes Mal und das macht einen müde und das ist dann, man fühlt sich dann einfach so, als ob man sich einrollen möchte und hinlegen möchte. Ja, so. Aufs Leben klarkommen und dann schauen wir mal. Hier unten ist irgendwie noch eine Gaststätte mit bei. Ich hoffe, ich kriege da was. Mal gucken.
So, zurück wieder auf dem Zimmer und wir waren gerade noch mal essen unten und als ich in die Karte geguckt habe, musste ich an meine Coaching-Gäste denken, die aus Bayern kommen. Ich habe sehr viele Coaching-Gäste aus Bayern tatsächlich und die haben mir sehr oft immer erzählt, dass es sehr schwierig ist in Bayern, anti-entzündlich zu essen. Und da musste ich gerade dran denken, als ich das gesehen habe. Es ist keine Chance. Keine Chance. Ich habe mir jetzt einfach so Käsespätzle bestellt. Ich wollte heute gerne auf Ballaststoffe verzichten. Jetzt habe ich Kohlenhydrate drin und Käse, was ich eigentlich normalerweise nie esse. Also dementsprechend hoffe ich, dass es jetzt alles gut wird die Nacht. Aber ja, es war sehr schön da unten gerade. Ich bin jetzt aber ziemlich müde, muss ich sagen, von der ganzen Fahrt. Und dementsprechend endet jetzt hier der zweite Vlog. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und ich hoffe, der ein oder andere kann sich da so ein bisschen was rausziehen. Ja, es ist so meine chronische Reise, ne? Und irgendwie ist es jetzt auch, gehört es auch irgendwie mit dazu, dass ja, ich jetzt sowas habe währenddessen mit diesem Essen da im Freizeitpark. Also ich glaube, da kann jemand mit einer chronischen Darmerkrankung, ich kann gar nicht mehr reden, mit einer chronischen Darmerkrankung vielleicht noch dran von profitieren auf jeden Fall. So, ich bin müde. Und schönen guten Morgen aus Bayern, aus Reisbach. Der körperliche Verfall ist langsam da. Er setzt langsam wirklich ein. Die Nacht war jetzt nicht so geil. Ich habe kaum gepennt. Wir sind hier direkt an der Hauptstraße. Ich weiß nicht, ob man das aus dem Fenster jetzt gerade raussieht. Ja, irgendwie sind hier die ganze Zeit Autos vorbeigefahren und Busse vorbeigefahren. Man musste Fenster aufhaben. Es war kein Boot wie in Geiselwind, sagen wir es so. Und dementsprechend bin ich gerade gut genährt mit Kaffee und Frühstück. Da waren wir gerade und haben uns da nochmal schön hingesetzt und in Ruhe noch einen Kaffee getrunken. Das war ganz cool. Heute geht's Richtung Bayernpark, denn wir gehen in den Bayernpark und werden dann noch ein paar Achterbahnen fahren, werden uns den ganzen Park mal angucken. Ich habe viel Positives darüber gelesen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Der Vlog hier wird aber nicht nur im Bayernpark sein, sondern wir fahren ja noch weiter. Wir fahren dann quasi wieder, wir drehen auf der Karte wieder zurück. Wir fahren langsam wieder zurück und halten noch bei Freunden, werden dann noch ein paar Tage verbringen und dann werde ich euch aber mitnehmen, wenn wir da noch irgendwie was Schönes machen und so und werde euch dann noch ein paar Impressionen zeigen. So, wir packen unsere Sachen, dann geht's los. Ich habe noch was vergessen und zwar im Geiselwind gab es ja so schöne Aufnahmen von den Achterbahnen und die On-Rides und das ist in jedem Freizeitpark ein bisschen unterschiedlich und dementsprechend, wenn ich es richtig gesehen habe, auf der Homepage stand da, dass On-Rides im Bayernpark nicht erwünscht sind. Das heißt, ich kann euch in die Attraktion leider nicht so richtig mit reinnehmen, aber man kann sich ja von außen auch filmen und ja, On-Rides sind immer was Schönes, weil ich glaube, sie unterhalten auch Menschen, wenn man sich das anguckt. Aber naja, es ist, wie es ist. Wir halten uns an die Regeln. Ich nehme trotzdem meine Kamera mit, meine Actioncam, und werde einfach vor Ort nochmal fragen. Und ja, vielleicht lassen sie mich ja. Wäre ja nett. Erste Überraschung für mich, Parken ist kostenlos. Das habe ich bis jetzt noch nie erlebt beim Freizeitpark. Das gefällt mir sehr, muss ich sagen. So, hier, da ist der Park und dann geht's da rein. So, ich wurde direkt rausgecatcht, als ich mit der Kamera gesehen wurde. Und ich wurde zur Information gebracht quasi. Und da wurde mir eine Erlaubnis erteilt, ich darf hier On-Rides machen. Das nutzen wir heute aus. Das ist sehr schön. Und ja, der Park sieht jetzt schon sehr, sehr schön aus. Und wir versuchen uns jetzt mal hier so ein bisschen einen Überblick zu verschaffen. Es sind wieder viele Schulklassen da. Und ja, mal gucken. Ich glaube, wir suchen jetzt erstmal die Sommerrodelbahn, auf der ich einen On-Ride machen darf. Ach, es ist so schön. Es ist so schön.
So, 3 Minuten im Park hier einmal durchgelaufen bis jetzt und ich bin wirklich überrascht. Das ist richtig schön, mitten in die Natur reingepackt und sehr schön gepflegt und ja, das könnte ein schöner Tag werden hier. Das ist gut. Mal so zur Einordnung, du kannst mal auf Pause drücken, dann siehst du, dass in jedem Themenbereich Toiletten sind. Es sieht auf der Karte jetzt echt ziemlich gut bestückt aus. Also du kannst wirklich auch hier wieder kurze Wege zur Toilette. Und wenn ich jetzt die Kamera drehe nach hier, dann siehst du sofort das nächste Schild, Toilette. Also in Freizeitparks, Toiletten ist wirklich sehr, sehr gut erreichbar meistens. Also ich habe bis jetzt noch nie was Schlechtes erlebt damit. Und ja, also es lohnt sich, das Ganze wirklich auszuprobieren. Unser Vorgehen haben wir jetzt mal kurz abgestimmt. Wir fangen ganz hinten an im Park, gehen zur Sommerrodelbahn und arbeiten uns dann quasi von hinten nach vorne durch, wieder bis zum Eingang, weil die ganzen Schüler, das haben wir jetzt gerade schon so ein bisschen gesehen, fangen alle vorne an und gehen dann nach hinten. So der Plan und die Hoffnung. Hier wird es jetzt auch schon spontan ruhiger. Also könnte aufgehen das Ganze. Ja, wir gucken mal. Sommerrodelbahn. So, wir sind die Bobbahn gefahren, das war sehr lustig. Die Mitarbeiter hier sind alle richtig nett und unser Konzept geht auf. Also wenn ihr sowas nachmacht und ihr habt Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa, geht in den hinteren Teil des Parks, egal welcher Park. Hier war es jetzt auch so, dass die Toiletten noch fast unbenutzt waren zum Beispiel. Also das lohnt sich und du hast ein bisschen deine Ruhe, weil die meisten fangen vorne an und arbeiten sich nach hinten durch. Mach's andersrum. Ich habe jetzt, glaube ich, sehr oft schon in die Kamera gesagt, dass ich das hier total schön finde. Es ist mega gepflegt und das Schöne ist, wir sind ja hier mitten im Wald und das hier kennt man ja, wenn man irgendwo rumwandert und hat dann so ein paar Erklärungen und so. Das ist hier auch. Es ist richtig, richtig schön. Dafür, dass ich heute Morgen total müde hier hingekommen bin, muss ich echt sagen, meine Erwartungen sind jetzt schon total übererfüllt und es macht richtig, richtig Laune hier. Als jemand aus dem Ruhrpott ist man gar nicht diese Steigungen gewohnt. Oh mein Gott. Es geht zur nächsten Achterbahn.
Immer mal wieder der Verweis darauf, dass ich ein chronischer Kanal bin, ne? Und meine Inhalte für chronisch Kranke mache. Schaut mal hier, das hier ist auch sehr selten in Freizeitparks. Mir fällt spontan das Phantasialand ein, wo du hier so liegen hast. Ich zoome da jetzt nicht rein, weil hier sitzen Leute, wo du einfach auch mal deine Ruhe haben kannst, dich chillen kannst. Und das gehört für mich auch irgendwie mit dazu. Nicht nur von Bahn zu Bahn, sondern einfach auch mal so eine Chill-Area. Selbst Schüler gehen dahin. Okay, das ist die erste, die nicht meine ist. Die macht super Spaß, sie geht mir voll auf den Bauch. Oh, Alter. Ihr habt es vielleicht gerade schon im On-Ride gehört. Das war die erste Achterbahn, die ich gefahren bin. Die war mir zu krass. Ich habe es im Nacken gemerkt. Das ist aber nicht so schlimm, das kann man irgendwie ab, ne? Aber was ich gemerkt habe, ist tatsächlich an meinem Bauch. Da, wo die Narbe ist, da hat es ziemlich gerieben. Und das war sehr unangenehm, muss ich sagen. Aber mega Spaß, ne? Es ist wirklich super schnell, die Geschwindigkeit ist schön, der Lounge ist toll aus dem Stand. Mega Spaßbahn, die ganzen Kiddies hier, die kommen alle raus und lachen und haben ihren Spaß ihres Lebens. Sehr, sehr schön. Ich muss sie nicht nochmal fahren, aber ich habe sie jetzt auf dem Zettel und bin sie gefahren, jawohl. Und wir werden hier tatsächlich die ganze Zeit nach Drehgenehmigungen gefragt. Vielen Dank an den Bayern Park, dass ich die bekommen habe. Das macht noch mehr Spaß, wenn man es filmen kann. Was ich hier richtig schön finde, ist, dass es tatsächlich unfassbar viele Ruhemöglichkeiten gibt. Du hast immer wieder Möglichkeiten, dich hinzusetzen. Es gibt wahnsinnig viele Bänke, es gibt sehr viel Natur und du hast einfach Möglichkeit, hier auch zu chillen und nicht immer nur Action zu haben. Sehr, sehr cool und naturell hier einfach genial. Also so viel Natur, so viele schöne Blumen und Pflanzen und er hier. Ich chill noch eine Runde.
Du siehst, ich habe eine Regenjacke an. Der Rucksack ist regenverpackt. Es gab Gewitter plötzlich. Und wir haben uns erstmal reingesetzt, haben noch mal ein bisschen Kaffee getrunken und Kuchen gegessen. Und jetzt gucke ich gerade hier auf die Achterbahn. Und dann sind wir noch mal hier dieses Wassercrafting-Ding gefahren. Das war sehr lustig. Ich bin noch nie mit so einem Teil in so einer Rinne, in so einer Rutsche geschwommen. Das war sehr interessant, das muss ich wirklich sagen. Das hat Spaß gemacht, das machen wir vielleicht gleich nochmal. Jetzt hat sich der Regen so ein bisschen, die Wolken haben sich aufgezogen wieder, jetzt sieht es wieder ein bisschen schöner aus. Und jetzt gucken wir mal, was wir noch machen. Und dann kommen wir auch langsam hier zum Ende. Ich glaube, wir haben dann fast alles gefahren. Wir gucken mal. Ich habe hier kein Internet den ganzen Tag. Das ist auf der einen Seite anstrengend, auf der anderen Seite sehr schön. Und jetzt gucken wir mal, dass wir einen manuellen Parkplan noch irgendwo sehen und gucken, ob wir noch irgendwas nicht gefahren sind. Ja, ich glaube, 6 Achterbahnen waren es insgesamt, wenn ich richtig gezählt habe. Ich gucke noch mal. Ja. Was du vielleicht jetzt siehst hier, du kommst hier nicht mit dem behinderten Euro-Schlüssel rein, aber, mach mal hier auf Pause gerne, Schlüssel für die Behindertentoilette erhalten Sie für den gesamten Tag gegen 10 Euro Pfand an der Infokasse 1. Kurzfristig können Sie den Schlüssel auch am Donutstand oder am Imbiss ausleihen. Und du kannst diesen Schlüssel, das steht auf der Homepage, den gesamten Tag dann auch für dich behalten. Du musst ihn nicht sofort wieder abgeben. Und ich glaube, das ist recht fair. Der Euro-Schlüssel wäre natürlich einfacher, aber Faye hat seine Gründe, warum er nicht hier angeboten wird. So, wir sind im Auto angekommen. Wir haben jetzt irgendwas nach 16 Uhr. Also wir sind seit 9 Uhr sind wir hier im Park. Richtig schöner Park, um das nochmal abschließend zu sagen. Die Mitarbeiter, super nett, kostenloses Parken. In welchem Freizeitpark bitte hat man kostenloses Parken? Mir fällt gerade keiner ein. Zumindest nicht in denen ich war. Dann tolle Bahn. Du merkst, dass das Ding mit Liebe gemacht ist. Also wirklich, wirklich sehr schön. Wir hatten einen sehr, sehr schönen Tag. Das sage ich nicht nur, weil ich die Drehgenehmigung bekommen habe. Dementsprechend danke Bayern Park dafür. Und ich glaube, ihr habt jetzt auch richtig was sehen können von diesem Tag hier. Und das ist doch ganz schön, oder? Wir werden jetzt auf jeden Fall ins Hotel fahren, werden da noch was essen und dann geht's morgen für uns erstmal sehr chillig voran. Wir haben Late Checkout gebucht. Auch das gehört zum Leben mit Morbus Crohn, dass man einfach mal guckt, dass man zwischendurch immer die Balance wieder hinbekommt. Und jetzt war es doch sehr anstrengend die letzten Tage. Und da werden wir morgen mal ein bisschen chillig in den Tag rein starten. Und dann geht's für uns morgen zu Freunden. Und was wir da erlebt haben, das seht ihr jetzt. Und danach ging es dann für uns erst einmal ins Hotelzimmer, denn tatsächlich ist mir diese ganze Tour ganz schön in die Knochen gefahren. Das ist schon sehr anstrengend, aber auch wunderschön, das muss man einfach sagen. Wir haben dann diesen Late-Checkout bekommen und am nächsten Tag haben wir erstmal nur 5 Stunden lang auf unserem Zimmer verbracht, sind erstmal zur Ruhe gekommen, haben nochmal ordentlich Schlaf getankt, auch das tat sehr gut, bevor es dann für uns Richtung Neumarkt ging, denn da sind unsere Freunde in der Nähe und dort haben wir dann das restliche Wochenende verbracht und das war sehr, sehr schön. Für uns ging es dann auf eine kleine weitere Tour nach Bamberg. Dort waren wir in der Eremitage und danach ging es in die Innenstadt. Und ja, wir hatten sowas von Glück mit diesem Wetter. Wir haben schon immer gesagt, wir haben die Sonne hinten ans Auto gebunden, denn überall, wo wir waren, war Sonne und immer mal so ein bisschen bewölkt, klar. Aber das Wetter war irgendwie auf unserer Seite, das muss man einfach sagen. Und was wir nicht wussten, es war tatsächlich Festspielzeit und natürlich sind wir auch zum Festspielhaus gefahren. Aber seht doch einfach mal selbst, was wir so erlebt haben.
Wir haben auf der Autobahnraststätte angefangen und wir hören auf einer Autobahnraststätte auf. Und zwar sitze ich hier in Würzburg an der Raststätte. Und hinter mir ist auch die Würzburg. Ich weiß gar nicht, ob man das so sieht. Die Burg jedenfalls. Keine Ahnung, ob man sie sieht. Vielen herzlichen Dank für all diejenigen, die auf Instagram mit waren bei dieser Tour, die mir geschrieben haben, sie stehen selber gerade kurz vorm Urlaub und sie wissen noch gar nicht genau, wie das Ganze für sie ausgeht, wie das Ganze funktioniert mit Morbus Crohn, Colitis ulcerosa. Und offensichtlich haben meine Instagram-Stories immer wieder dabei so ein bisschen auch geholfen und das freut mich sehr, jawohl. Vielen herzlichen Dank für das Einschalten, für das Zuschauen. Ich hoffe, es war das ein oder andere für dich mit dabei. Ich versuche das Ganze so authentisch wie möglich zu halten und natürlich nehme ich dann auch mal so ein paar chronische Probleme mit rein. Probleme von anderen Menschen zu sehen ist manchmal nicht so ganz cool. Ich weiß, das auch zu zeigen ist nicht so ganz cool. Ist mir auch nicht so leicht gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen, aber gleichzeitig ist es einfach authentisch, es gehört dazu und ich weiß, dass gerade im chronischen Bereich ist es wichtig mal zu sehen, hey, es geht auch anderen so wie mir und das habe ich als Rückmeldung auch zurückbekommen von Instagram und das freut mich dann, wenn der ein oder andere sich da ein bisschen Inspiration rausholen kann und sich motivieren lassen kann. Was ich dir sagen möchte und mit an die Hand geben möchte ist, mach's einfach. Probier's einfach aus. Fahr in Urlaub. Keine Rückzieher machen. Halte es aus. Verschieb deine Grenzen so gut wie es geht, so ein bisschen. Und achte auf dich und bleib bei dir im Fokus. Jawohl. Ja. Das war's schon. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne Anmerkungen in den Kommentaren da. Ich würde mich sehr freuen. Gefällt dir so etwas? Soll ich sowas öfters machen? Hilft dir das? Ich möchte nicht nur unterhalten. Natürlich möchte ich auch unterhalten, aber es soll auch ein bisschen inspirieren und motivieren, gerade bei chronischen Krankheiten, trotzdem Freizeitgestaltung zu machen, trotzdem seine Lebensqualität ein bisschen hochzuschrauben. Wir sind alle mehr als unsere Krankheit und das möchte ich gerne mitgeben. So. Lass einen Kommentar da, abonniere gerne kostenlos diesen Kanal hier und wir sehen uns bald wieder. Und bis dahin, bleibst und wirst du bitte herrlich schubfrei, denn so lebt es sich am besten. Danke fürs Einschalten. Liebe Grüße, dein Kai.